It's Halloween! Wir befinden uns wieder im Michael Jackson Monat schlechthin. Thriller, Michael Jacksons Thriller, sein Monat, wo es um seine gruseligen Songs geht und natürlich um sein gruseligstes schlechthin. Das Thriller-Musikvideo schaffte es jetzt nämlich auf 1 Milliarde Abrufe auf YouTube und damit ist ein weiteres Video im Club der 1 Milliarde Abrufe eingestiegen. Michael Jackson hat nun Billie Jean, Beat It, They Don't Care About Us und Thriller auf die über 1 Milliarden Grenze gebracht und dabei handelt es sich um die Langversion, also die 12-Minuten-Fassung, die Spielfilmfassung, kann man schon fast sagen, zu seinem Short-Movie Michael Jacksons Thriller. Auf YouTube gibt es ja auch eine offizielle Kurzfassung, die geht, glaube ich, so 6 Minuten. Die hat, glaube ich, auch nochmal so 300.000, 400.000 Abrufe. Und ja, aber die Langversion hat es jetzt im September, 18. September, auf über 1 Milliarde Abrufe geschafft. Herzlichen Glückwunsch an Thriller für diese Leistung. Und Michael Jackson ist der einzige Künstler aus dem letzten Jahrtausend, der jetzt 4 Songs auf die über 1 Milliarde Abrufe gebracht hat. Und das ist auch erstmal eine Leistung. Und in der Recherche habe ich gesehen, dass das nächste Video, wahrscheinlich auch schon, wenn ich das hier hochlade, dürfte es als 5. Lied die 1 Milliarden Grenze überschritten haben, und zwar Smooth Criminal, steht nämlich kurz davor. Das hat jetzt 995 Millionen Abrufe zu der Zeit, wo ich das hier aufnehme, vielleicht auch schon 96 Millionen, aber die 4 Millionen wird das jetzt in den nächsten Tagen irgendwann schaffen, vielleicht eine Woche noch maximal, aber Thriller ist über 1 Milliarde und Smooth Criminal in den nächsten Tagen. Ja, auf dieses Jubiläum, auf dieses schaurige Jubiläum müsste man jetzt ja passenderweise einmal anstoßen. Und ja, was gibt es denn sonst noch für Thriller-Meldungen in diesem Gruselmonat? Habt ihr eure Kürbisse schon vorbereitet? Feiert ihr überhaupt Halloween? Schreibt es in die Kommentare. Ich selbst, naja, feiere es nicht wirklich. Es kam hin und wieder in der Vergangenheit vor, dass mal Halloween-Partys waren, wo ich hingegangen bin. Ich schnitze aber keine Kürbisse und stelle sie raus oder verkleide mich großartig. Ich bin mal als Geist gegangen mit so einem Bettlaken, in dem ich drin war. Das war schon sehr witzig. Naja, aber was gibt es sonst noch für Thriller-News? Und zwar fällt mir noch ein, der neue Netflix-Kurzfilm, der nämlich auch an das Thriller-Video angelehnt ist. Auf Netflix gibt es das Video oder den Kurzfilm Sing Thriller, so heißt es offiziell. Es ist eine Comic-Verfilmung von dem animierten Film Sing. Sing, das habe ich leider nie selbst gesehen. Ich weiß, dass es so einen animierten Film gibt, der Sing heißt, mit Tiere spielen dort, also die sind vermenschlicht und die spielen dort irgendwelche Singveranstaltungen. Ich habe keine Ahnung, worum es in diesem Film ursprünglich geht, aber auf jeden Fall aus dieser Filmserie, die Sing heißt, da gibt es mindestens einen Spielfilm, vielleicht auch sogar mehr. Und aus dieser Serie oder aus diesem Filmuniversum hat man jetzt eine Michael Jacksons Thriller-Version rausgemacht. Wie ich aber auch finde, richtig cool umgesetzt. In dem Film ist es natürlich nicht so gruselig wie das Original. Es ist eine kindgerechte Version des Musikvideos, wo letztendlich, ich will auch nicht zu viel verraten, die Figuren besuchen ein Theaterstück. Dort findet halt auch was Gruseliges statt, ähnlich wie im Kino, im Original-Thriller-Video. Danach verlässt aber diese Gruppe von Freunden diesen Kinosaal, um eine Aftershow zu feiern für dieses Theaterstück, das sie gerade gesehen haben. Und dabei stößt diese Gruppe mit einer komischen Chemikalie zusammen, die die Menschen alle verwandelt in Zombies, zombieartige Wesen. Die sind auf jeden Fall verzaubert und das
Ja, und dadurch entsteht dann auch der Thriller-Tanz und diese Zombies und einer oder zwei bleiben davon verschont von diesem Zauber. Und das ist dann Michael und Ola Ray aus dem Video. Und so hat dieser Zeichentrick-Adoption von dem Original-Thriller-Video, kann man schon genau sehen, das ist irgendwie sehr ähnlich, aber auch irgendwie total anders gemacht. Also ich finde es richtig cool umgesetzt und zum Schluss kommt dann natürlich die Auflösung mit einer Überraschung, wo man sich fragt, was ist denn jetzt da tatsächlich passiert? Schaut es euch gerne an auf Netflix. Sing, Thriller, angelehnt an eben Michael Jacksons Thriller-Musikvideo. Und wo wir gerade bei Thriller News sind, es findet mal wieder die Michael Jackson Thriller Night in Los Angeles statt. Michaels Sohn Prince organisiert das Ganze, auch wieder für einen wohltätigen Zweck. Und da habe ich jetzt noch nichts drüber gehört, während ich das hier aufnehme. Aber wenn da News kommen oder irgendwas Relevantes, werde ich das noch nachtragen. Ich weiß aber, dass auch ein paar deutsche Fans da sind. Ich glaube, Malibu müsste da sein. Da wird es dann bestimmt auch ein Video auf deren Kanal zu geben. Also, die Thriller Night fand dieses Jahr wieder statt. Die findet ja normalerweise immer auf Havenhurst statt, weil aber die Dreharbeiten rund um das Biopic ja stattfanden, hatte man das ein bisschen verschoben, wobei ich aber gerade nicht sicher bin, weil die King of Popcorn Nights finden ja auch auf Havenhurst statt. Eigentlich könnte das schon auch auf Havenhurst stattgefunden haben. Na, ich weiß es gerade nicht, während ich das hier aufnehme. Wir werden das sicherlich alle irgendwie erfahren in den nächsten Tagen, wo diese Nacht stattgefunden hat. Spätestens in den Kommentaren werde ich das nochmal nachrecherchieren und hier unten in die Bauchbinden reinschreiben. Und wo wir gerade bei Thriller sind, ein richtiger Thriller wurde veröffentlicht, und zwar in Form eines Podcastes. Und zwar kann ich euch da sehr ans Herz legen, die Podcast-Serie Faking Michael. Da geht es um die gefakten Songs auf dem Michael-Album, das 2010 posthum nach Michael Jacksons Tod veröffentlicht wurde. Wir alle kennen das Album und da gab es 3 Songs, die Casio-Songs werden sie auch genannt, wo man sich ja von Anfang an sehr skeptisch geäußert hat, ob das auch wirklich Michael Jackson ist, der in diesen 3 Songs zu hören ist. Das war Monster, Breaking News und Keep Your Head Up. Das waren die 3 Songs, die zur Frage standen. Und Damien Shields, das ist ein investigativer Journalist, ein Michael Jackson Journalist, der sich sehr stark mit Michael auskennt, der auch im MJ-Cast, im englischen MJ-Cast, dem Podcast zu hören ist, der sehr viel Hintergrundwissen besitzt. Er hat die letzten 14 Jahre recherchiert und hat daraus einen unfassbar spannenden Podcast gemacht, wo er eben sehr detailliert erzählt, welche Gefühle er hatte und wie die Geschichte entstand zu diesen Songs. Ich selbst habe jetzt erst 2 Folgen von Faking Michael mir angehört und ich fand es super spannend. Und insgesamt gibt es 12 Folgen, die gehen jeweils ungefähr immer eine Stunde, manche ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Und man erfährt unglaublich viele Hintergrundinfos. Ich meine, vieles haben wir ja schon gewusst dazu, aber das ist immer noch mal spannend und auch ja entsetzend, sowas noch mal gebündelt zu hören in diesem Fall. Also wenn man all diese Sachen allein aus den ersten 2 Folgen, da ist man, was da abgeht, da ist man einfach schockiert, wie es dazu kommen konnte, dass der Michael Jackson Estate, das John Branca, dass alle, die damit zusammenhängen, das zugelassen haben, dass diese Songs tatsächlich auf dem Album kamen. Ich gehörte zu denjenigen, die am Anfang auch gedacht haben, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die gefakte Songs da drauf lassen. Die Songs haben für mich immer auch ein bisschen anders angehört als die anderen Michael-Songs, aber ich gehörte sehr lange zu denjenigen, die gesagt haben, na, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die tatsächlich gefakte Songs drauf lassen. Ab ungefähr 2019, 18, 19, es hat bei mir recht lange gedauert,
das Album ist auch so ein bisschen in Vergessenheit bei mir geraten, weil das eben auch so negativ besetzt war mit diesen gefakten Songs. Aber so ab Ende der 10er Jahren habe ich das dann eigentlich auch als Fakt angesehen und auch anerkannt, dass die nicht echt sind, dass das nicht Michael ist. Und jetzt gebündelt mit diesen ganzen Infos, die in diesem Podcast auch mitgegeben werden, ist die Sache eigentlich für mich glasklar, dass die gefaked sind. Also da gibt es gar kein Wenn und Aber. Die Songs wurden ja auch in der Zwischenzeit runtergenommen vom Album. Das Michael-Album, wenn man sich das jetzt kauft, sind das nur noch 7 Songs, die da drauf sind. Die 3 gefakten Songs wurden runtergenommen. Und so distanzierten sich jetzt auch offiziell endlich Sony von diesen Songs, auch wenn sie nie ein offizielles Statement dazu gebracht haben, warum sie die Songs runtergemacht haben. Es wurde einfach neu aufgelegt, ohne die 3 Songs. Cascio-Songs heißen sie, weil sie damals mit Frank Cascio, eine Familie, mit der Michael Jackson befreundet war. Mit dieser Familie, so hieß es von den Cascios, von Frank Cascio, dass Michael bei denen im Keller die Songs aufgenommen hätte. Und deshalb hörten die sich eben auch so an, wie sie sich eben anhören, weil das kein perfektes Studio war. Und das war immer die Ausrede, die benutzt wurde. Ja, das ist aber bei uns im Keller, das ist kein perfektes Studio, deshalb hören die sich ein bisschen anders an. Letztendlich hat das aber ein Michael Jackson-Double, der auch schon mal in den Nullerjahren einen Song rausgebracht hatte, Mamacita, wo alle gedacht haben, das ist Michaels Comeback 2007. Und den Song, den hatte ich sogar auch damals gehört. Und recht schnell kam ein Statement raus, nein, das ist nicht Michael, das ist Jason Malecki, glaube ich, heißt der. Und das ist sozusagen auch ein Michael Jackson-Fan, der ihn auch nachmacht, ein Impressionator. Und er hat selbst auch eben Songs herausgebracht. Und man sagt, dass er die Songs gesungen hat für Michael, also Breaking News, Keep Your Head Up und Monster. Und er durfte aber nie was dagegen sagen, weil er vermutlich Verträge geschlossen hat. Und soweit bin ich im Podcast noch nicht. Der geht bestimmt auch noch genauer darauf ein, warum Jason Malecki da nie die Wahrheit gesagt hat oder vielleicht auch nicht sagen durfte. Und ja, das ist ein richtiger Thriller. Die Folgen sind richtig spannend umgesetzt. Und ihr könnt die Folgen auch auf YouTube schauen. Und wenn ihr in den Einstellungen auf YouTube geht, könnt ihr auch deutsche Untertitel einblenden lassen. Der Text ist nachgescriptet, also so, dass man den auch gut auf Deutsch einstellen kann und das auch gut alles versteht, wenn man das nicht komplett auf Englisch versteht. Also er ist komplett auf Englisch, aber die Untertitel kann man in verschiedenen Sprachen dazu stellen. So, dass ich euch auf jeden Fall die Empfehlung gebe, das euch anzuhören und zu lesen in dem Fall. Wenn euch das Thema, wie es dazu kam und diese ganze Geschichte, diese Verschwörung hinter diesen gefakten Songs, wenn ihr das verstehen wollt, was da los war, da bitte bei Faking Michael vorbeischauen. Ja, damit endet diese Thriller Night Special Folge mit Thriller News. Ich habe noch eine Playlist zusammengestellt mit allen Thriller-Grusel-Songs hier auf YouTube. So könnt ihr euch einstimmen, um jetzt hier richtig in die gruselige Halloween-Nacht einzusteigen. Ich wünsche euch ein schaurig schönes Gruselwochenende und ganz viele Grüße an alle daraus, die Spaß haben an Michaels Musik, an Thriller, an Halloween. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bitte liked doch diese Folge, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon macht. Und gerne mal kommentieren, wie gesagt, was sind denn eure Lieblings-Grusel-Songs von Michael? Und bei der nächsten MJ-Update-Folge sehen wir uns wieder. Macht's gut, ciao!